Hi there, welcome to the HEO Performance Coaching. Today we're going to talk about the angle of attack for irons and woods. So there's going to be 3 parts for the irons and 3 parts for the driver. Look into these positions and they'll help you improve your game the next time you play. So we're going to start with the body movements. Und das kommt so, dass wenn ich meinen Stand nehme, so das vom Feeling jetzt, ich demonstriere hier, man sieht, wie der Ball hier runterkommt. Und so ganz wichtig für Angle of Attack ist, dass der Body auch Platz schafft für die Arme und Hände. So wenn ich die Pfeile hier anschaue, auf meine linke Hüfte und linke Schulter, und lass uns sagen, dass meine Gürtelschnalle ist neutral, es ist, sage ich mal, 0 Grad. Mein Feeling ist, als ich den Ball treffe vom Körper hier und achte auf die Pfeile jetzt, du siehst, wie die Pfeile aus dem Weg gehen. Es ist so wie um die Ecke, so meine linke Seite, meine linke Hüfte, meine linke Schulter machen Platz für die rechte Seite beziehungsweise für meine Arme und Hände. So lass uns sagen, dass diese Bewegung hier, als die Pfeile weggehen, ist ein positive Faktor. So was ich oft sehe bei vielen Amateuren ist, dass die schaffen, das nicht die linke Seite aus dem Weg zu bringen und produzieren einen Negative Faktor. Der Negative Faktor bedeutet kurz vor dem Ball, dass ich aus dem Weg gehe und dann sozusagen ich löffel mit den Händen. Was ganz wichtig für dich ist, das Feeling, dass die linke Seite aufmacht und dass ich auf meine linke Außenriss in die Ferse komme. Und wenn du die Pros anschaust, du siehst, dass der linke Zeh ist oben. Mein ganzer Körper ist vorne wie eine Mauer hier. Das ist der erste Punkt zu einem besseren Angle of Attack mit Irons oder ein Driver. Immer die linke Seite aus dem Weg bis auf die Ferse. So in the second part, I'm now going to use a little bit of resistance. Und das wird dich helfen in der Gym. So zum Beispiel, wenn du im Winter trainierst, man kann so eine Kinesis-Maschine, und da gibt es viele so Maschinen, wo du eine ähnliche Stange benutzen kannst, connecten und dieses Feeling, den Body aus dem Weg zu bringen. Now, der Unterschied ist bei Resistance, ist, dass ich fühle, wie ich meinen Körper und den Boden benutze. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Ground Pressure benutzt, um diese Compression oder den Ball wegzudrücken oder ebenfalls bei einem Driver wegzuwischen. Zu dem Punkt kommen wir nachher. So bei diesem Drill bringe ich die Arme näher zum Körper, also nicht zu locker, also zum Körper, sondern das ist ein Kontakt hier auf meinen Oberkörper. Und das Feeling ist, ich lasse die Stange ein bisschen gehen und dann again into the positive factor. Der Unterschied ist, jetzt merke ich, wie meine Beine, meine Glutes, mein Core und besonders meine Fußsohlen den Boden benutzen. So the feeling ist, meine linke Seite macht Platz. Lass uns sagen, das ist die Consistency-Seite. Und die Power-Seite in Golf ist die rechte Seite. Aber ich kann nur Power benutzen, wenn die linke Seite aus dem Weg ist. So that will be the feeling. Die Stange bleibt auf Hüfthöhe. So linke Seite weg, rechte Seite drücken. So here comes the third part. Und natürlich der Golfschwung beinhaltet, wir haben den Körper, das, sagen wir mal, das ist eine Person und die zweite Person ist die Arme, Hände und Schläger. Und das ist so wie eine Teamarbeit. Und so der Unterschied ist, als mein Körper sozusagen aus dem Weg geht und Platz schafft für meine Arme und Hände, was ganz wichtig für Angle of Attack ist eigentlich, wir wollen den Ball nicht wegschlagen, wir wollen den Ball eher kompressieren. Und das ist, wo viele Leute sozusagen ein Missverständnis haben,
die benutzen nicht den Boden oder den natürlichen Loft vom Schläger, die haben eher das Gefühl, kurz vorm Impact ist, dass die Arme und Hände den Ball heben mussten. Also quasi schlagen oder wie gesagt heben. Im Grunde, was die Pros machen, ist, dass sie den Ball kompressieren. Und so vom Feeling, die haben das Gefühl, dass die Schlagfläche und der Ball länger zusammenbleiben. Also die wollen das Feeling, dass die den Ball in den Boden drücken. Und so ein paar gute Drills für euch ist, wenn man zu dem Ball hinkommt, das Feeling ist, und ich demonstriere einfach mit einer Hand erstmal die rechte. Hier sehen wir die Farbe weiß, so in der Rückschwung lade ich den Schaft und den Schläger auf. Und jetzt fange ich an, wie gesagt, ich versuche into the positive factor und gleichzeitig achte auf die Farbe. Jetzt siehst du die Farbe nicht mehr. Also vom Feeling habe ich das Feeling, dass die Farbe oder die Schlagfläche genau auf den Ball zugeht. So das von meinem Empfinden ist, wenn ich zu dem Ball bewege, meine rechte Handfläche presst in den Boden. Und gleichzeitig, als ich runterpresse, meine linke Seite drückt hoch, also sprich der Positive Factor. Und da habe ich diesen Gegenpol und diese Spannung. Ebenfalls mit der linken Hand, because we load, we deliver. Und man sieht vom Feeling, da ist die Schlagfläche. So mein Empfinden ist, der linke Handrücken drückt zum Ball. Die rechte Handfläche drückt zum Ball mit Gegenpol aus dem Boden. Und so manche Spieler fühlen das mit links und manche fühlen das mit rechts. Es ist beide richtig. So ein Spieler würde sagen, Tim, oh ja, da fühle ich das mit meiner linken Hand. Oder Tim, ich fühle das mit meiner rechten Hand. Beide ist korrekt. But more or less, dein Feeling, und das ist wichtig vom Gefühl, wenn du übst, das kannst du sehr gut im Winter, einfach deine Compression Line üben, ist legen Ball auf den Boden, we load into the backswing, we transition down, and more or less auf Bauchhöhe, obere Bauchhöhe, fängst du an, diesen Druck in den Schaft reinzubringen. So, transition, more or less Bauchhöhe, into the Ball. So mein Empfinden ist, dass die Schlagfläche zeigt zum Ball hier. So das ist sehr interessant, wenn man hier das Setup anschaut. Wenn ich das Setup mache, ich versuche, mein Setup ist neutral, also ich habe keine Winkel. Aber wenn ich den Ball treffe, ich habe das Gefühl, alles was auf dem Boden ist, dass ich einen Winkel produziere. So this is a neutral shaft. This is a leaning shaft. This is how the pros hit the ball. So here we go again. Backswing, build up power. Transition into positive. Bring the Druck into the Ball. Vom Feeling, die Handfläche, der Handrücken möchte die Schlagfläche, sozusagen das Gesicht des Schlägers auf den Ball bringen. Also richtig reindrücken in den Boden. So here, golfers, if you enjoyed this video, you can write to us, send us a video, or even send a mail. I'll be happy to answer any of your questions or queries. Enjoy the training, and we will see each other again soon.